Ja, Karl. Hi Martin, grüß dich. Freut mich hier zu sein. Wo sind wir hier? Wir sind in Turin, kleinen Vorstadt von Turin, Roncalieri. Und du bist bei einem Engineering Service Provider, der in den vergangenen 50 Jahren Mobilität geschaffen hat. Ich habe was Kleines dabei, es geht ja um Autos bei dir auch, ne? Genau, jetzt habe ich das in meiner Mom zu Weihnachten geschenkt bekommen, so ein altes, uriges, schönes Holzauto. Wunderbar. Aber wie ich sehe, was wir in deinem Preis. Ja, also wir bemühen uns bei Etal-Design die Zukunft zu gestalten. Ja, also wir gucken nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Und was du hier hinter uns siehst, ist wir nennen das Pop-Up, eine richtige Innovation. Ja, stimmt. Also es besteht aus einer Kapsel. Das Schöne ist, dass du dann in dieser klimatisierten Kapsel die ganze Zeit sitzen bleibst und machen kannst, was du möchtest. Ja, und deswegen haben wir hier jetzt, das ist eine sehr spezifische Lösung für Megastädte gezeigt. Spezifisch deswegen, weil wir fest daran glauben, als Etal-Design mit unseren ganzen Ingenieuren und Spezialisten, die wir hier haben, dass in Zukunft Verkehrslösungen für die Stadt, was vielleicht eigentlich ganz logisch klingt, aber vielleicht ungewöhnlich für ein Unternehmen, das halt für die Autoindustrie grundsätzlich eher stärker arbeitet, dass die intermodal sein müssen. Das heißt, es muss eine Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln sauber ineinander greifen. Ich habe es auch bei meinem Sohn vorgeprobt, der ist 11, ja, und wir hatten auch verschiedene Designentwürfe und ist ein alter Star Wars-Fan sozusagen, ja, der hat seinen Vater und wir haben gesagt, ist das cool, ist das cool, ist das cool. Nein, ich bin nicht der Star Wars-Fan, aber wir haben dann, klar, du guckst dich da auch mal um bei den jungen Generationen, so kommt das eigentlich cool an oder nicht, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Also Technik ist wichtig, aber ich glaube Technik, und das ist auch vielleicht ganz wichtig, muss immer noch spannend aussehen, auch in der Zukunft. Du hast einen Sohn, hast du gesagt? Ja, richtig, 2. Ja, dann kennst du doch bestimmt noch dieses tolle Gerät hier, oder? Ich habe es extra gekauft, um es mitzubringen. Wie? Ich kann damit nichts anfangen. Nein. Ja, aber die. Was macht man damit? Ja, das ist eine Findest gute Frage. Cool? Ja, erstmal als Techniker, als Ingenieur fragt man sich natürlich, die erste Frage ist, sind das auch Kugellager außen? Das sind aber gar keine Kugellager. Ja, aber die Kids finden das total cool. Ja? Und es geht dann plötzlich darum, wann hält die Zeit am längsten an bei wem und wie läuft es? Ja, und dann hast du plötzlich auch wieder eine Verbindung. Ja klar, weil du kannst natürlich auch versuchen, weil du kannst diese Punkte hier oben abmachen. Wow, ob ich das kann, weiß ich jetzt nicht. Ja, siehst du, kann jetzt, weil jemand einen Schlüssel dabei hat oder einen Schraubenbrill, kannst du es abmachen und dann siehst du das Kugellager. Und dann kannst du plötzlich anfangen, das Kugellager zu schmieren. Und riecht ja lecker. Ja, das heißt, dann gibt es einen praktischen Wissenstransfer von alt zu jung. Ja, und du kannst ja was machen. Außerdem kannst du noch ein Kugellager erklären. Ich glaube, wir beide, wenn uns das jemand erzählt hätte, vielleicht nicht zwangsläufig als Startup finanziert hätten, ist es auch irgendwie richtig. Wie drauf gekommen sind, weiß ich nicht. Was hast du denn für Business-Tipps so an die Generation Y? Hört nicht auf die alten, siehst du, habe ich das gerade schon rausgeholt. Ja. Also hört nicht immer nur auf das Establishment, insbesondere Business-Tipps vielleicht. Erstmal glaube ich vielleicht das Allerwichtigste, das hat mir mal jemand gesagt, das hat mir sehr geholfen, ich darf den zurück. Ja. Was mir sehr geholfen hat, ist, eigentlich bleibt erstmal authentisch. Das heißt, wenn du was für dich gefunden hast, was du machen möchtest, mach das bitte. Ja? Das kann jetzt irgendwas sein, von Profisurfer bis hin zum Kiteboarder oder eben auch was im normalen Geschäft. Oder lustiger Interviewman. Ja, warum nicht? Aber der Punkt ist doch einfach, wenn du irgendwas mit Liebe machst und mit viel Engagement, dann glaube ich, wirst du darin auch Erfolg haben. Das findet vielleicht nicht beim ersten Mal statt oder auch nicht beim dritten Mal, aber vielleicht dann eben beim vierten Mal. Wenn du es dann zum Beispiel nicht gemacht hast, ja, und vielleicht sollte man deswegen auch das Gründen einfach mal probieren, ja, was du jetzt gemacht hast, dass man wirklich was Eigenes nochmal macht, weil vielleicht sollte man das wirklich probiert haben, mein Leben am Ende des Tages noch einmal, ja. Dass man diese Themen wirklich macht. Das heißt, ein Rat, einfach das machen, auf was man Lust hat.